Hallo Leute, da bin ich wieder. Heute werde ich aus dieser schönen Olivenholz-Baumscheibe eine, ich hoffe, sehr schöne Designer-Tischlampe bauen. Das Olivenholz stammt aus Italien und ich habe es auf eBay von der Seite Olivenholz gekauft. In der Videobeschreibung verlinke ich euch die eBay-Seite, die haben wunderschönes Olivenholz zum guten Preis. Die Baumscheibe ist ca. 50 x 50 cm und hat eine Stärke von ca. 4,5 cm. Mit der Bandsäge schneide ich die aufgezeichnete Lampenform heraus. So eine indische Lampe habe ich schon mal irgendwo gesehen, aber ich wollte die Lampe unbedingt aus Olivenholz bauen, wegen der wunderschönen Holzmaserung. Das ist jetzt die Grundform der Lampe. Die Baumscheibe hatte ja einige Risse und das ist jetzt einer davon. Und die Ecke wird jetzt wieder angeklebt und dann über Nacht mit einer Zwinge fixiert. Und bevor es weitergeht, müssen auch die morschen, faulen Stellen beseitigt werden. Wie eben schon erwähnt, hat das Holz einige Risse im ganzen Bereich. Damit die Lampe richtig cool aussieht und auch stabil bleibt, werden die Risse mit Epoxidharz gefüllt. Damit das Epoxidharz auch im Holz bleibt und nicht ausläuft, wird die Lampe auf der Unterseite und an den Seiten abgeklebt. Das ganze benutzte Material werde ich in der Videobeschreibung verlinken. Das Epoxidharz wird mit schwarzer Farbe vermischt, dadurch bekommt das Holz in den Rissen eine sehr schöne Optik, das werdet ihr später im Video noch sehen. Zusätzlich habe ich die Lampe rundherum mit Silikon abgedichtet, damit auch wirklich nichts ausläuft. Alle Risse habe ich mit Harz aufgefüllt und das Ganze dann 48 Stunden trocknen lassen. Um das Epoxidharz mit dem Bandschleifer vom Holz abschleifen zu können, habe ich die Lampe fixiert. Die Lampe hatte von beiden Seiten Risse, deshalb musste ich das Epoxidharz von beiden Seiten auftragen und ebenso von beiden Seiten abschleifen. Für das Grobe den Bandschleifer und für die Feinarbeit den Exzenterschleifer. Angefangen mit 80er Papier, dann 120er, 180er, 240er und dann noch 400er. Wie man sehen kann, sind die meisten Risse aufgefüllt. Das Epoxidharz füllt nicht nur die Risse auf, sondern dringt tief in das Holz hinein und stabilisiert das Holz zusätzlich. Jetzt werden noch die Seiten abgeschliffen und dann sollten alle Risse zu sein. Sollten noch Risse übrig bleiben, könnt ihr die auch mit Acryl, Feinspachtel, Holzkit mit schwarzer Farbe auffüllen. Und mit der Oberfräse bekommt die Lampe schöne Rundungen verpasst. Wie vorhin schon erwähnt, werde ich mein Werkzeug und das Material in der Videobeschreibung verlinken. Die seitlichen Risse sind auch verschlossen und ich muss sagen, mit den schwarzen Rissen sieht die Lampe jetzt noch viel interessanter aus. Und wartet mal erst ab, bis sie eingeölt ist. Das Holz, also die Lampe, soll ja in der Mitte ausgeschnitten sein, um Platz für ein Leuchtmittel zu schaffen. Die Mitte schneide ich mit der Stichsäge aus. Dafür muss erst ein Loch vorgebohrt werden. Das Holz ist über 4,5 cm dick, da hat selbst die Stichsäge viel zu tun. Mit der kleinen Oberfräse wird jetzt der Innenbereich abgerundet. Übrigens, falls euch mein Video gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir Kommentare hinterlasst.
einen Daumen nach oben gibt und meinen Kanal kostenlos abonniert. Danke! Mit dem Handbandschleifer wird noch die Fläche im Innenbereich der Lampe begradigt. Die Lampe soll im Innenbereich eine LED-Beleuchtung bekommen. Jetzt zeichne ich den Bereich an, der dann eine Vertiefung, also eine Kerbe, für den LED-Streifen erhalten soll. Mit einem Dremel und einer dünnen Scheibe wird erst der Außenbereich der Vertiefung markiert und dann die Kerbe selbst hineingeschliffen. Die Lampe ist zwar über 4,5 cm dick, aber sie soll noch zusätzlich einen Fuß bekommen, damit sie stabiler stehen kann. Die Löcher, die jetzt noch gebohrt werden, sind für das Verkabeln der Beleuchtung nötig. Der Standfuß bekommt auch noch eine Bohrung, damit man einen Holzdübel mit anbringen kann, bevor der Fuß an die Lampe geleimt wird. Jetzt noch den Standfuß anbringen, ausrichten, mit einer Zwinge befestigen und dann 24 Stunden trocknen lassen. Das Kabel wird jetzt noch durchgeführt, die Abisolierung drüber geschoben, die Drähte werden dann miteinander verlötet und dann die Schmelzisolierungen erwärmen, damit sie sich zusammenziehen. Den LED-Streifen habe ich vorher auf die benötigte Länge gekürzt und jetzt wird er nur noch mittig in die Kerbe verklebt. Auf diese Abschlussarbeit habe ich mich am meisten gefreut. Mit dem Hartöl von Hermann Sachse wird jetzt die Lampe eingeölt und jetzt kommt die wunderschöne Struktur und Maserung vom Olivenholz so richtig zur Geltung. Und mit dem schwarzen Streifen bekommt die Lampe nochmal einen ganz individuellen Style. Ich liebe es. Ich finde, die Lampe ist noch schöner geworden, als ich mir das vorher erhofft und vorgestellt habe. Und so sieht nun die fertige Tischlampe aus Olivenholz aus. Ich finde, sie ist wunderschön geworden. Die Struktur und Maserung des Holzes ist mit den schwarzen Streifen einfach atemberaubend. Die Lampe ist ein absoluter Blickfang in jedem Raum. Was meint ihr? Welcher Kaufpreis wäre gerechtfertigt? Schreibt mir bitte eure Meinung dazu. Das würde mich sehr interessieren. Ja, das war's auch schon. Ich hoffe, die Lampe gefällt euch genauso gut wie mir. Wenn ja, würde ich mich über Kommentare, einen Daumen nach oben und natürlich über ein kostenloses Abo freuen. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute.